In dem Fall herzlich willkommen zu dem dritten Online-Event von der Eventreihe 2024-25 zum Thema Digitalisierung im Treuhandwesen. Die Agenda von heute präsentiert sich wie folgt. Wir starten mit der Begrüßung, machen kurz einen Rückblick und dann geht es zum eigentlichen Thema, zu der Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit. Am Schluss gibt es eine Fragerunde und einen Abschluss. Aber Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, jederzeit im Chat etwas zu schreiben. Wir schauen drauf und wenn es gerade aktuell dazu passt, würden wir reingrätschen, die Frage gerade beantworten und sonst nehmen wir gerne die Frage am Schluss entgegen. Kommen wir zur kurzen Vorstellung. Ich möchte zuerst meinen Co-Referent, Martin Fricker von der Firma Lean Business, herzlich willkommen heißen. Grüezi miteinander. Martin Fricker ist Geschäftsführer von unserem Vertriebspartner Lean Business. Lean Business hat über 10 Jahre Erfahrung mit Vertec im Fokus auf Treuhand und Anwalt. Und Lean Business betreut mittlerweile über 500 Vertec-Kunden und hat, glaube ich, mittlerweile 20 Mitarbeiter. Zu meiner Wenigkeit, ich bin Urs Berli, Verkaufsleiter von der Firma Vertec. Wir vertreiben die Software, wie schon gesagt, über Vertriebspartner, aber auch direkt, zum Beispiel in Deutschland. Ja, stellen Sie sich vor, wenn nur 12 von Ihren Mitarbeitern 10 Minuten schneller Leistungen erfassen oder 10 Minuten mehr Leistungen erfassen pro Tag, dann gewinnen Sie 80.000 Franken mehr im Jahr. Ich komme zu ein paar Referenzen aus dem Treuhandbereich. Die Branchenexpertise, die geht jetzt zurück auf knapp 30 Jahre Erfahrung, die wir haben als Vertec. Sie finden viele von den Referenzkunden, die Sie hier abgebildet haben, auch bei uns auf der Webseite, zusammen mit einem Interview, warum das Vertec so toll ist. Ein Kernpunkt von unserer Software ist Mandatsmanagement, wirtschaftlich denkt, Best of Breed Zusammenspiel mit Drittsystem. Was verstehen wir darunter? Vertec fokussiert sich im Kern auf die profitable Steuerung von ihrem Unternehmen und sichert damit den wirtschaftlichen und prozessualen Erfolg von ihrem Unternehmen. Und B, Best of Breed, heisst, Vertec verfügt über viele Standardstellen zu Umsystemen. In Ihrem konkreten Fall ist das meistens ein Finanzsystem oder ist das ein Dokumentmanagementsystem. Plus natürlich auch in die Windows-Welt. Der Aufbau von der Vertec-Software ist wie folgt. Wir haben im Kern die über 30-jährige Erfahrung, geht natürlich da rein, die Kern- und Zusatzfunktionalitäten. Im Kern geht es um Kontaktverwaltung, es geht um Mandatsverwaltung, es geht um Leistungs- und Spesenerfassung, es geht um Rechnungsstellung, es geht um Fristenkontrolle, Auswertungen. Und wir haben durch sogenannte Funktionen, Zusatzfunktionen, Möglichkeiten, auch ganz spezifische Ergänzungen zu machen. Das stellen wir alles auf der Webseite zur Verfügung. Das gehört zum Umfang von unserer Standardsoftware. Und an der Ränder ist dann die Chance da, dass man individuelle Anpassungen tun kann am Kernprodukt oder an diesen Funktionalitäten oder man kann zusätzliche Funktionalitäten entwickeln, zusammen mit dem Vertriebspartner und damit hat man dann die Kundenlösung. Und das Coole an dem Ganzen ist, die Oberfläche ist für alle, es sieht alles genau gleich aus, sei es eine Kernfunktion oder eine Zusatzfunktion oder eine kundenspezifische Anpassung und alles ist und bleibt releasefähig. Dann schnell ein Exkurs oder eine Idee, Holding-Sicht, die vielfach kommt, gerade im Treuhandbereich. Sie haben verschiedene juristische Einheiten. Da haben Sie den grossen Vorteil in Vertec, dass Sie alle juristischen Einheiten können in Vertec direkt abbilden können. Und durch Vertec dann können sicherstellen, dass die Rechnung mit dem jeweiligen richtigen Absender verschickt wird und dass natürlich dann der Debitor am richtigen Ort in die Buchhaltung gebucht wird. Das ein bisschen zur Einleitung, was ist Vertec? Jetzt, was bisher geschah. Wir haben bereits
schon 2 so Events gehabt. Wir dokumentieren die sehr gut und schön dokumentieren bei uns auf der Webseite. Ich tue sie schnell dort anführen. Zu dem Zweck öffne ich einen Browser. Wir sind hier auf der Vertec-Webseite im Bereich von der Unternehmung, wo wir bei den Events sind. Und da sehen Sie, dass wir bei den Online-Events die bereits durchgeführten Sessions dokumentiert haben. Einerseits könnten Sie sich für heute noch einloggen, andererseits sehen Sie da gerade den Ausblick für die nächsten Mal und Sie sehen weiter unten, wir haben da bereits die schon durchgeführten sind da dokumentiert und Sie können es nachschauen, jederzeit, wenn Sie Zeit und Lust haben. Bestens, das von meiner Seite. Jetzt würde ich gerne übergeben an dir, Martin. Du darfst gerne meinen Bildschirm nehmen. Jawohl, auch von meiner Seite grüezi miteinander. Wie gesagt, ich will Ihnen heute mit einer Mitarbeiterin, mit der Natascha, das Zusammenarbeiten von Ihnen mit Ihren Kunden näher bringen, was Sie da für Möglichkeiten haben. Immer aus der Optik heraus, Stammdaten werden im Vertec gepflegt und es geht in weitere Systeme, sei das, Sie sehen es da, Office 365 oder 6M-Files. Wir können beide Produkte integrieren und Ihnen entsprechende Dienstleistungen dazu anbieten. Es ist im Moment sowieso eine ganz spannende Zeit mit diesen beiden Produkten. Es ist nicht nur Kollaboration, die ich Ihnen heute näher bringen will, sondern ein sehr starkes KI-Thema, wo wir natürlich auch in einem der nächsten Workshops dann Ihnen mal kundtun wollen, was für Möglichkeiten bietet denn die Integration von diesen Produkten mit KI Ihnen im täglichen Leben an. Oh, ich kann das eigentlich grösser machen, richtig zeigen. Gut, noch 2, 3 Worte nochmal für die noch nie in einer Session sind bei uns über die Lean Business. Wir haben 2011 angefangen, wie es du als Bärli gesagt mit dem Fokus Treuhand und Anwalt. Das sind auch von unseren über 500 Kunden sicher 80% davon in diesen beiden Branchen daheim. Dann bieten wir Vertec mit M-Files Office 365 an, je nachdem, was Sie für Bedürfnisse haben und die entsprechenden Schnittstellen dazu, die Buchhaltungen, die Sie vielleicht schon haben oder die Sie neu entsprechend werden einsetzen. Unsere Spezialität ist noch ein bisschen, wir haben branchenbezogenes Template basierend auf Vertec, wo die Funktionalitäten Best Case schon drin sind, wo auch Stammdaten schon drin sind mit der Idee, dass das Projekt schneller eingeführt ist und dass auch Neuerungen, die uns Kunden zutragen, jeweils wieder dort reinfließen und ihnen eingebaut werden. Das ist die Gesamtsicht von unserer Lösung. Sie sehen unten im grünen Bereich, wo wir heute nicht detailliert werden eingehen, die ganze Funktionalität von Vertec und dann im Zusammenspiel mit den verschiedenen Lösungen wie Office 365, SharePoint, sei das im Bereich Dokumentenmanagement, sei es im Bereich Aufgabenmanagement oder mit den Workflows. Und natürlich, und das ist auch der Fokus von heute, die Integration von Teams, von M-Files und von SharePoint basierend Office 365. Da nochmal die Sicht, wie geht denn das vonstatten? Die Stammdaten, wie erwähnt, werden im Vertec gepflegt und gehen nachher in die entsprechenden Lösungen hinein. Sie müssen also nicht irgendwelche Stammdaten im SharePoint anlegen oder im M-Files anlegen, sondern die basierend auf Funktionalität, auf Datenhaltung im Vertec und kann entsprechend in die Lösung synchronisiert werden. Es geht auch weiter, es sind nicht nur die Ablage von Dokumenten oder das Zusammenarbeiten, sie können natürlich auch ihre ganzen Pendenzen, Aufgabenverwaltungen, wo wiederkehrende Aufgaben sind, 12-mal der Lohn, wo dann eine Aufgabe entsteht, wo vielleicht auch, sagen wir gerade bei der Steuererklärung, der Kunde Ihnen ein Dokument muss liefern, sobald die Vollständigkeitserklärung kommt, geht es bei Ihnen weiter. Das kann man entsprechend wieder über die Workflows anstoßen, dass es durchgängig ist und dass man gemeinsam effizient zusammenarbeiten kann. Was gibt denn das für einen Vorteil? Vielleicht ein von der grössten Nachteile ist im Vorteil, E-Mails sind nicht sicher und mit E-Mails wird oft sehr
unvorsichtig umgegangen. E-Mails auslesen ist nicht eine Hexerei. Man kann natürlich E-Mails schützen, hat aber manchmal den Nachteil, dass der Kunde ja dann auch wiederum muss, 2-3 Klicks mehr machen. Und von dort her einfach Vorsicht mit E-Mails und deren Dokumente. Und zudem, gerade Vertec zum Beispiel, empfängt kein Office-Dokument, nur PDFs. Also kommen gewisse E-Mails mit Attachments gar nicht durch. Und man muss nach neuen Lösungen suchen. Also die Sicherheit von diesen Kollaborationsplattformen und der Austausch ist viel sicherer und einfacher. Dazu haben Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden viel besser. Sie können einerseits den Kunden in die Wertschöpfungskette einbinden, aber auch den Kunden weitergehend informieren, sei es neue Dienstleistungen, die Sie zur Verfügung haben, gesetzliche Änderungen, die es wieder gibt in der Mehrwertsteuer oder was auch immer, wo Sie dem Kunden gerade auf dem Portal entsprechend können, zur Verfügung geben. Und ein letztes grosses Problem ist, ich habe eine Pendenzenliste geschickt, aber der Kunde hat eine alte Pendenzenliste, oder ich habe einen Vertrag geschickt, der Kunde hat eine andere Version und wir reden über Sachen, unterschiedliche Sachen, die man eigentlich nicht müsste. Wenn Sie eine gemeinsame Kollaboration haben, reden Sie vom Gleichen, Sie sehen es gleich und können sich so entsprechend austauschen und Fragen oder Unklarheiten werden eliminiert oder minimiert. Was ich heute Ihnen zeigen will, zuerst etwas ganz Einfaches, ein E-Mail schicken, aber ohne Dokument, noch mit einem Link dazu. Wie einfach das möglich ist nicht der Kern von der heutigen Präsentation, vom heutigen Webinar. Und nachher, ich habe schon mal Hubshare ein bisschen gezeigt. Heute möchte ich den Fokus darauf legen, die Flexibilität von Hubshare. Da tut Ihnen nachher Natascha gerade Anpassungen zeigen und man kann es nachher im Browser verfolgen, was da gemacht worden ist. Weil ich glaube, jeder Lösungshersteller gibt heute Kunden, die Lösung ist flexibel und anpassbar. Es ist nur immer die Frage, zu welchem Preis und auf welcher Zeitachse. Und damit wollen wir Ihnen zeigen, dass das wirklich nicht ein leeres Versprechen ist, sondern dass man einfach die Lösung anpassen kann. Dann eine Neuerung von uns, Vertec eingebunden mit SharePoint, das gibt es schon lange, da gibt es eine Schnittstelle von Vertec selber. Wir haben die erweitert, dass Sie auch Ihre Kunden einbinden können. Ich gebe Ihnen heute Einblick in die neue Reise, die wir mit dem Produkt machen werden. Und einen Ausblick noch, in einem der nächsten Webinars werden wir Ihnen zeigen, Vertec mit Integration von Teams. Und Teams wiederum ist natürlich per se integriert im Office 365. Aber auch, ich kann Teams-Kanäle mit M-Files integrieren, dass ich dort Daten, Dokumente auslesen kann, in Workflows hinein tun und einen durchgängigen Prozess haben. Da der Ausblick nachher mit Hubshare. Ja, was kann das? Es ist eine digitale Austauschplattform mit externen und das ist unser Fokus heute, die Anpassbarkeit entsprechend von der Oberfläche. Dass die nicht fix gegeben ist. Wir haben eine Vorgabe, also, wo wir Ihnen ein Muster ausliefern können, aber die kann einfach angepasst werden. Und viel wichtiger, im Laufe der Zeit, wo Sie eben Neuerungen publizieren in Ihren Kunden, können Sie das einfach entsprechend einbauen und allen Ihren Kunden, die einen Hub haben, den jeweiligen, wird das entsprechend publiziert, wie Sie es gerade anpassen können. Was gibt das für einen Vorteil? Es hat da bei der Integration mit M-Files Hubshare noch zusätzliche Vorteile, wo man auch die ganzen Workflows kann integrieren kann, wo man auch sieht, wo ist etwas stehen geblieben, ist es bei Ihnen intern stehen geblieben, ist es beim Kunden liegen geblieben, wo ist der Bottleneck, wo man auch nachher daran arbeiten kann und die Effizienz steigern. Und ganz klar, es ist für neue Mitarbeiter, sei es bei Ihnen intern, aber auch für neue Mitarbeiter auf Kundenseite einfach einfacher, wenn Prozesse digitalisiert sind. Man kann sich dort einhängen und entsprechend die Sache erledigen. Gut, dann steige ich in die heute dabei sind, die das Vertec schon kennen, die etwas Bekanntes, die es noch nicht kennen. Die Leistungserfassung ist, denke ich, bei vielen Lösungen ziemlich ähnlich. Auch bei uns ganz einfach. Ich kann ein Mandat auswählen, ich kann da das Mandat Geldspeicher. Sie müssen beim Vertec nicht in ein Mandat hineingehen, um eine Leistung erfassen, sondern Sie können einfach eins nach dem anderen entsprechend können jetzt irgendein anderes Mandat auch auswählen. Ich werde Ihnen aber zeigen, wie Sie können, ja, mit den Dokumenten, mit den Links, mit dem Zusammenarbeiten mit Ihren Kunden
da funktionieren. Ich gehe jetzt von dem Mandat, ich gehe gar nicht ins Mandat rein, sage recht im Austasten, ich will die Dokumentablage sehen von dem entsprechenden Mandat. Und ich ziehe jetzt, ich schaue jetzt da, zuerst der erste Punkt, einfach einen Link verschicken. Ich habe da Dokument klassiert nach Dokumentklasse, kann man aber auch immer zum Beispiel alle Dokumente anzeigen und ich will jetzt da die Vollständigkeitserklärung will ich am Kunden verschicken. Ich kann da einen Besucherlink erstellen und der Besucherlink hat zwei Schattierungen. Die Sicherschattierung ist, ich gebe eine E-Mail-Adresse an. Und kann da eins oder mehrere E-Mail-Adressen angeben und wenn ich den Link verschicke, dann kommt der Adressat das E-Mail über. Wenn er das Dokument downloaden will, kommt er zuerst ein Bestätigungs-E-Mail über, wo er einen Code eingeben und kann es nur dann downloaden. Die Alternative wäre, man tut das Besucherlink für jeden erstellen, man gibt es allen zur Verfügung, dann hat man wenigstens das Dokument nicht verschickt, aber die Sicherheit ist ja natürlich nicht gleich, wie wenn ich jemandem dediziert etwas gebe. Weil wenn dann bei dem das E-Mail abgefangen wird, kann ich ja mit dem E-Mail gleich auf das Dokument kommen. Das Gute ist, ich kann nur immer ein Dokument downloaden, ich kann nichts mehr damit machen und mit dieser Funktionalität, die Benutzer, die ich zuteile, dort habe ich eine sehr hohe Sicherheit entsprechend für die Handhabung von diesen Dokumenten. Warum brauchen wir das immer wieder? Zum Beispiel, wie erwähnt, Vertec empfängt kein Office-Dokument, weil dort Ihnen ja irgendetwas drin sein, wo man nicht laden wollen. Oder weil die Dokumente sehr groß sind. Also wenn ich ein Schulungsdokument, eine Aufnahme verschicken will, wird das kaum im Mail-Server empfangen. Also ist viel besser, ich verschicke einen Link, dass man nachher das Dokument downloaden und dann ist es unabhängig von der Größe, wo der Mail-Server entsprechend zulässt für die Kommunikation. Das zum Link. Das Zweite möchte ich kurz zeigen, ich tue ein Dokument im ebenfalls ablegen und wie kommt das, wie sieht das Ihr Kunde? Ich gehe da zum Beispiel in Lohnauswertungen rein, habe da Dokument und ich tue einfach ein Dokument dazu. Einerseits schön sagt mir es ebenfalls, das ist eine Testumgebung, dass das Dokument schon existiert. Ich tue es trotzdem erstellen. Ich habe da die Klassifizierung, wenn ich natürlich am richtigen Ort bin, weißes Klasse, ein weißes Mandat. Und da gebe ich das Dokument frei auf Hubshare. Das heißt, jetzt werde ich das Dokument Ihrem Kunden zur Verfügung geben. Ich tue das erstellen. Und da bin ich im Hubshare rein. Und da habe ich jetzt das Dokument, ich habe gesagt, eine Lohnauswertung. Und da habe ich die entsprechenden Dokumente zur Verfügung. Das ist die Sicht, die Sie da sehen, vom Kunden, wo so konfiguriert worden ist, dass man eine Übersicht hat über die Dokumentklassen, über Aufgaben, über Teilmandat. Also ist es ein Dokument, das für die Steuern gebraucht wird oder für die FIBU. Wir haben da Informationen vom Betreuer und nützliche Links. Und was mich jetzt da stört, ich habe vorher das Dokument rein tun. Der Kunde hat es bekommen, aber er sieht auf dieser ersten Seite gar nicht, dass ein neues Dokument, dass etwas da ist. Und diese Anpassung wie auch zwei weitere, wenn wir jetzt kurz zeigen, wie das gemacht wird, dass nachher da meine Oberfläche anders aussieht. Und ich übergebe jetzt Natascha, sie ist bei uns Beraterin im Treuhandteam. Wir haben zwei Hauptteams bei der Lean Business, ein Treuhandteam, ein Anwaltsteam und sie hat neben dem Wertegewissen den Fokus auf ebenfalls mit Hubshare. Und durch das zeigt es jetzt Ihnen, wie der Hub entsprechend kann angepasst werden. So, auch von mir, grüezi in die Runde. Ich gehe jetzt gerade noch schnell auf eine Frage im Chat ein, die reingekommen ist. Die spezifische Dokumentansicht, die jetzt der Martin Fricker gezeigt hat, ist eigentlich eine Spiegelung aus einer Ansicht aus der Vault von M-Files. Also genau die Grundidee von Hubshare ist wirklich, das Dokument liegt einzig und einmal wirklich im M-Files rein und wird dann so, wenn genehmigt, auf Hubshare abgebildet und
angezeigt und kann je nach Berechtigungen dann auch von einem Kunden abgeladen werden, bearbeitet oder auch neue Dokumente direkt hineingespeichert werden. Ich hoffe, die Frage ist gerade so beantwortet, sonst gerne nochmal melden. Genau, dann übernehme ich gerade die Bildschirmpräsentation. Sie sollten jetzt meinen Bildschirm sehen. Das ist jetzt das Pendant zu der Benutzersicht. Da habe ich jetzt die Administratorenansicht. Der grosse Unterschied ist, dass ich da weitere Konfigurationsmöglichkeiten habe, wie Benutzer hinzufügen, Berechtigungen. Genau. Und da unten rechts so ein Stiftchen, wo ich die Bearbeitungsmöglichkeiten habe. Sie sehen jetzt, ich kann hier neue Widgets erstellen. Ich kann die Widgets bearbeiten. Ich kann, wie erwähnt, auch hier Berechtigungen steuern oder auch die Seiten verwalten. Vielleicht hier noch eine kurze Begriffserklärung. Widgets sind eigentlich wie so die Teilbereiche auf einer Seite. Da sind wir jetzt auf der Seite Cockpit und dann haben wir in unserem Standard auch noch Seiten für die spezifischen Mandate, die an Ihren Kunden angeboten werden im Treuhandbereich. Genau. Dann ist es jetzt so, wir wollen das Widget Dokumentenarchiv ergänzen. Und zwar wollen wir am Kunden die Möglichkeit geben, dass er gerade auf einen Blick die aktuellsten Dokumente sieht, also was so in den letzten 90 Tagen passiert ist oder welche Dokumente das dort neu erstellt worden sind. Dass wir das zuerst machen können, machen wir jetzt hier gerade ein bisschen Platz. Wir müssen das relativ weit oben. Sie sehen jetzt, man kann, wenn man bearbeitet, druckt, kann man die Widgets hier verschieben. Man hat verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Ich habe jetzt hier auch gesagt, dass die Widgets fixiert sind auf der Seite. Das heisst, sie werden nicht neu angeordnet, wenn jetzt zum Beispiel ein kleinerer oder ein schmalere Fenster ausgewählt wird. Genau, und dass ich jetzt hier oben Platz habe, tue ich jetzt hier den Berater und die nützlichen Links ein bisschen runter und sage jetzt hier, ich will ein neues Widget erstellen. Sie sehen jetzt hier auf den ersten Augenblick sieht es relativ nach vielem aus. In der Regel braucht man eigentlich wirklich nur die ebenfalls-Widgets. Das, was Sie jetzt vorne sehen, ist die sogenannte ebenfalls View. Da wird dann, wie erwähnt, wirklich einfach eine Ansicht vom ebenfalls aufgespiegelt aufs Hubshare. Dann der Explorer ist vor allem, wie man Daten anzeigen will, aber noch weitere Möglichkeiten geben. Und der Creator ist dann wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel einem Kunden gerade die Möglichkeit gibt, dass er auch ein Objekt zum Beispiel erstellen kann oder ein Anwendungsfall kann zum Beispiel auch sein, wie man sagt, hey, mir zeigt Kontaktdaten an vom Kunden und er kann es dann zum Beispiel selbstständig anpassen. Wir wollen jetzt eine neue Ansicht aufspiegeln. Ich wähle jetzt hier unser Treuhand-Template aus. Sie sehen jetzt, da ist auch noch unsere Produktiv-Vault angehängt an dem Hubshare. Bei Ihnen ist das optimalerweise natürlich einfach ein Vault, wie Sie mit einer Produktiv-Vault arbeiten. Genau, dann kann man hier einen Titel eingeben. Ich nenne jetzt das Widget neueste Dokumente. Ich will, dass das 4 Felder groß ist. Gang mit weiter. Sie sehen jetzt hier direkt aus dem ebenfalls aufgespiegelt alle Ansichten, die vorhanden sind. Ich mache aus Sicherheitsrestriktionen in der Regel eine eigene Ansicht für Hubshare, einfach auch hier, um gewährleisten, dass Benutzer nicht auf die vorliegende Ansicht sehen, wo auch interne können Anpassungen machen. Darum gehe ich jetzt hier in die Hubshare-Ansicht rein. Ich habe jetzt die spezifische Ansicht neueste Dokumente gemacht. Und jetzt sehen Sie da ganz spezielle ID. Das ist die ID von dem Hub, wo wir momentan drauf sind. Auch das ist Sicherheitsmaßnahme, dass wirklich Dokumente eigentlich durch den zugeordneten Hub immer die ID, dass wirklich nur Dokumente angezeigt werden, die zu dem spezifischen Mandant gehören. Dann gehen wir hier weiter. Eben Dateien wollen wir sehen. Wir wollen den Speicherort auf oberster Ebene direkt sehen. Wir wollen nicht, dass Benutzer neue Objekte erstellen können und auch nichts hinzufügen. Genau, aber abladen und drucken, das ist erlaubt. Genau.
gehe jetzt hier relativ zügig durch, aber Sie sehen, es ist eigentlich alles sehr benutzerfreundlich ausformuliert. Man hat in der Regel auch hinten einen Info-Button, wo es noch ein bisschen detailliert drauf zeigt. Also wir finden da relativ schnell auch den Einstieg, um die Konfigurationen für den Benutzer vornehmen. Dann gehen wir jetzt gerade schauen. Ah. Ich habe hier noch vergessen, dass ich der nochmal einen Namen eingeben muss. Genau. Dann sieht sie, springt er schon drauf und sagt jetzt da, welche Benutzer dürfen das Widget sehen. Ich sage jetzt, das dürfen alle sehen. Da kann man zum einen über die Benutzer arbeiten oder wenn man natürlich jetzt nicht wie bei unserem Fall einfach 4 Benutzer auf dem Demo hat, kann man da natürlich auch mit den Gruppen arbeiten, wenn die so hinterlegt sind. Ähnlich wie ebenfalls Benutzergruppen. Genau, und dann kann man das so speichern. Jetzt hat es mir nicht schön übernommen, weil ich da noch eine Nachkonfiguration gemacht habe. So. Genau, und dann kann ich da in dem Zug, sehen Sie jetzt da könnten Sie auch noch weiterführende Filter einsetzen. Wir machen jetzt hier einen Filter, wie ich vorhin erwähnt habe, auf die eindeutige Hub-ID, dass wirklich nur die Dokumente von dem Mandat angezeigt werden. Genau, und dann können wir da noch definieren, welche Metadaten das sollen angezeigt werden. Ich würde jetzt relativ simpel, dass wir wirklich nur das Erstellt angezeigt haben und wenn die Dokumente zuletzt geändert worden sind. Und auch die Reihenfolge kann man da definieren. Ich würde jetzt da zum Beispiel, dass man zuerst sieht, wenn es zuletzt geändert wird und dann, wenn es erstellt worden sind. Dann sagt er jetzt hier noch, dass alle Objekte angezeigt werden aus dieser Dokumentenverwaltung. Ja, genau. Dann würde ich gerade wieder an Martin Frick rübergehen, dass er die Benutzeransicht zeigt. Gut, ich habe ja Ihnen vorher die Sicht vom Kunden zeigen können und Sie sehen da jetzt die neue Sicht mit den neuesten Dokumenten, die da zur Verfügung stehen, dass der Benutzer nicht lange muss irgendwo etwas suchen. Das als kleines Beispiel, wie etwas kann entsprechend angepasst werden im entsprechenden Hubshare mit der Hubshare-Konfiguration. Als zweites möchte ich Ihnen zeigen, unsere Neuentwicklung betreffend Integration vom Werktag mit dem SharePoint. Ich gehe wieder ins Werktag und da sehen Sie jetzt, ich habe da einerseits beim Benutzer, sehe ich neu, habe ich da Einstellungen, ich habe Benutzerbibliotheken, die ich zur Verfügung habe. Das ist das eine. Ich habe entsprechende Benutzer drauf und wenn ich in das Mandat hineingehe, ich gehe da ins Geldspeichermandat, sehe ich unter dem Mandat entsprechend meine Bibliotheken, die ich habe. Martin, kannst du ein bisschen reinzoomen? Grösser? Ja, gerne. Wieder irgendwo. Danke. Jawohl, da steht. Merci. Gut, merci.
Da bin ich auf der ersten Ansicht gewesen, um das kurz nochmal erläutern, was vielleicht nicht gesehen hat, wo ich meine Leistungserfassung habe. Ich habe da Informationen, die zu mir als Benutzer hängen, wo ich jetzt da eben zum Beispiel Benutzer von Benutzerbibliotheken habe, also neu die Verbindung zum Hubshare. Ich gehe aber, um das ein bisschen veranschaulichen zu können, in ein Mandat hinein, in das Mandat Geldspeicher. Und beim Geldspeicher habe ich jetzt verschiedene Bibliotheken, wo ich am Kunden zur Verfügung gibt. Also nicht die Idee intern, sondern wo man wieder Dokumente entsprechend teilen. Die Bibliotheken, die sind verknüpft mit der entsprechenden Phase. Also der Teilmandat, wo man im Werteg hat, wenn Sie ein Treuhandberatungsmandat haben, Teilmandat FIBU 24 oder 25, Steuern 24, Abschluss 24. Das sind Teilmandate, wo man dort die Leistungen zusammenfassen, aber auch gewisse Informationen speziell spezifizieren. Ich bin da im Teilmandat Beratung und da sehe ich, da habe ich die Bibliothek vom Hubshare, ist bei mir eine Beratungsbibliothek. Ich sehe unten die Bibliotheken, was ist da entsprechend vorhanden. Ich habe zu einer Bibliothek habe ich entsprechende Benutzer. Und da sieht man jetzt wiederum, wie so Benutzer definiert sind. Ich habe zuobersten Benutzer, das ist meine private E-Mail-Adresse, also wo ich von außen darauf zugreifen kann, habe nur Leserecht, also ich kann nur Dokumente anschauen, ich kann nichts machen. Ich kann aber natürlich, wenn ich den Benutzer auch lesen und schreiben will, ist das möglich, dass er beim Schreiben kann er auch ein Dokument uploaden, bis machen, lesen kann er noch Dokumente anschauen. Und natürlich, ich habe interne Benutzer, die auf dem Hub arbeiten können, die etwas machen können. Da habe ich 2 Mitarbeiter, die damit intern definiert sind. Da sehe ich, es ist ein Bearbeiter und ist intern und er hat entsprechend Schreibrecht. Wie sieht denn das aus, wenn ich in so einen Hub reingehe? Kann ich da einfach den entsprechend aufrufen und wir bewegen uns nachher einfach im SharePoint. Aber auf einer Seite, wo Ihr Kunde mit Ihnen teilen tut, Sie haben womöglich Ihre Dokumente auch sonst, Ihre internen Dokumente im SharePoint gespeichert, pro Mandat in einer gewissen Struktur, die automatisch aufgebaut wird. Und da haben wir jetzt Dokumente, wo der Kunde hochladen kann oder der Kunde kann auch ein Dokument einfach reinziehen. SharePoint unterstützt ja auch Drag-and-Drop-Funktionalität. Man kann hochladen, eine Datei oder einen Ordner und dann kommt man auf die Funktionalität, wo man das Dokument entsprechend hochladen kann. Also eine ganz einfache Handhabung. Für den Benutzer sind beide Tools so designt, ja, Hubshare wie SharePoint, dass man nicht den Benutzer gross schulen muss, man einen Eindruck geben, aber es sind Web-Applikationen, die selbsterklärend sind. Jetzt da mit Hubshare, wir sind da im ganzen Ökosystem von der Microsoft drin, also wir haben natürlich auch weitere Möglichkeiten, wo einem das ganze SharePoint zur Verfügung gibt, kann man da entsprechend natürlich sich auch anzeigen. Wir können da auf entsprechende Informationen gehen oder können da wieder zurückgehen und die Sites, wo jetzt da aus dem Werteg angelegt worden sind, Sie sehen, die 3 Sites, die sind da entsprechend aus dem Werteg angelegt worden. Vielleicht da noch ein Beispiel. Ich bin da in der Seite Beratung rein. Ich gehe in die Beratung, in das Teilmandat und schnell ein Dokument drucken. Das ist ein kleiner Bericht, der entsprechend aufbereitet wird, nur dass Sie sehen, wie die Sachen integriert sind, alle miteinander. Der Bericht wird aufbereitet und wird entsprechend Ihnen nachher, wenn ich da aktualisieren tue, jetzt ist er gekommen. Sehen Sie, ich habe da einen einfachen Bericht, den ich gerade erstellt habe voran, der ist entsprechend Ihnen zur Verfügung gestellt worden. Also
auch die Vorlagen, die sie im Vertec haben, natürlich eine Rechnung, die sie womöglich auch zukünftig mit ihrem Kunden teilen, dass die Ablage da ist und sich darauf berufen oder andere Dokumente, die sie erstellen, die automatisch gar in den entsprechenden SharePoint-Ordner reingehen, steht da entsprechend zur Verfügung. Die Sites können sie entsprechend anlegen, können sagen, welcher Benutzer kommt drauf, welcher Kundenbenutzer kommt drauf, eben externe Benutzer, der dann eingeladen wird und die Rechte bekommt, um auf dieser Seite entsprechend können arbeiten. Zu der Handhabung, ich habe es glaube ich zeigen kann, per Drag and Drop oder über die Funktionalität hochladen, alles, denke ich, sehr leicht oder sehr einfach zum Verstehen. Ja, das sind die zwei Möglichkeiten, die wir aktuell können, Ihnen zur Verfügung geben. Vertec in Verbindung mit dem M-Files, Vertec in Verbindung mit SharePoint und dann entsprechend noch in der Integration von Ihren Kunden dazu. Der dritte und letzte, wo wir dann in einem der nächsten Webinars gerne zeigen, ist in der Integration mit Teams, weil dort haben wir ja auch eine sichere Kommunikation mit Dritten, Externen, die es über Teams-Channels haben können und die Dokumente aber auch wieder in anderen Applikationen haben, sprich zum Beispiel im M-Files rein oder natürlich auch, die Dokumente stehen ja auch im SharePoint zur Verfügung. Das als kleiner Ausblick, dort sind wir noch im Finalisieren von der Teams-Integration. Gut, dann werde ich wieder zum Urs zurückgehen. Super, vielen herzlichen Dank, Martin. Ist gerade eine Frage noch reingekommen im Chat. Ist für die Verwendung von SharePoint ein Zusatzfeature nötig? Microsoft ist ja auch ziemlich finderisch mit den Lizenzen. Also es muss irgendeine E3-Lizenz sein, wo man das Office 365 hat, wo dann wieder in SharePoint zur Verfügung ist. Es gibt sicher Microsoft-Lizenzen, die ohne dem ist, aber ich glaube, die meisten von Ihnen haben das und dann wird die Grundfunktionalität vorhanden. Und die jetzt schon Vertec verbindet mit SharePoint, das sind ja sehr viele Kunden, die Dokumentenablage auf SharePoint brauchen, die sollten entsprechend lizenziert sein. Gut, gibt es weitere Fragen? Wir könnten sonst gerne auch die Hand aufheben, dann kann ich sie freischalten, dann kann man es mündlich stellen, die Frage. Wenn Sie sich die Fragen gerade noch am Überlegen sind, dann mache ich einmal noch schnell Folgendes. Drei Notizen gemacht im Referat vorher, die ich gehört habe. Und ich dachte, da will ich Ihnen noch schnell etwas zeigen. Ich tue einerseits, ja genau, jetzt tue ich das da teilen. Jetzt sollten Sie meinen Bildschirm sehen, nämlich unsere Webseite. Vertec führt jedes Jahr eine Anwendertagung durch. Die finden auf der Webseite dokumentiert. Und zum Thema Cybersecurity, da hat der Martin Frick eigentlich Bezug darauf genommen, gibt es ein cooles Referat von Avantgarde, wo unserer Anwendertagung auftreten ist, wo natürlich auch die Sicherheit insbesondere in der Nutzung von Vertec gehört, aber es gibt auch Insights generell oder, zu der Cybersecurity. Das Zweite, was ich Ihnen unbedingt noch zeigen wollte, ist eine der ersten AI-Funktionen. Wie nutzen wir Vertec künstliche Intelligenz? Wir haben neu einen AI-Chat auf unserer Webseite. Mit dem können Sie plaudern. Mit dem können Sie Fragen stellen und der hilft Ihnen genial. Und das haben Sie natürlich die Chance, dass Sie jederzeit 24 Stunden immer können. Irgendeine Frage stellen kann man in Vertec auch eine Fristenkontrolle. Ich muss nur richtig schreiben. Kontrolle haben, Fragezeichen. Mal schauen, ob er etwas Gescheites bringt. Es wird natürlich sehr cool genutzt von unseren Kunden. Es gibt Fragen oder Antworten natürlich auf das Kommerzielle oder eben auf, wie jetzt da, Möglichkeiten, Sie könnten eine Fristenkontrolle in Betrieb nehmen.
Ja, ich hätte eigentlich noch eine Zusatzfunktion von der Fristenkontrollen erwartet. Vielleicht geht es noch weiter runter. Ja, genau, da findet Sie da gerade Links auf Webseiten etc. Tun Sie es mal austesten. Sie können natürlich auch sagen, wie bringe ich ein Stichwort in eine Liste, oder? Vielleicht, wenn Sie das einmal machen selber, dann hoffentlich gibt es eine gescheite Antwort. Ja, genau, fügen Sie eine Spalte hinzu und sagen Sie dem, was es ist und genau, so und so weiter. Gehen wir zurück zu den Fragen und Anmerkungen. Es ist noch eine Frage gekommen. Können Sie bitte nochmals erklären, was Hubshare ist? Gehört das zu M-Files? Ja, das kann ich Ihnen gut erklären. Der Hubshare gehört zu M-Files. Es war bis vor etwa 4-5 Jahren eine separate Firma gewesen, die M-Files gekauft hat, und dann haben sie es in ihr Produktportfolio integriert, und jetzt ist es einfach ein Zusatzmodul, wo immer noch Hubshare heisst, aber es ist ein M-Files-Modul. Wir können Hubshare gar nicht mehr autonom wie früher noch kaufen. Früher haben sie es auch angeboten, nicht nur mit M-Files, und heute ist es nur noch ein Modul in M-Files für Kollaboration mit Dritten. Gibt es weitere Fragen? Ist eine reingekommen. Exkurs zur Telefonie besteht von Telefonsystem 3CX eine Schnittstelle TAPI zu Vertec bzw. Anruferkennung. Willst du übernehmen oder ich? Was? Ja, ich kann vielleicht zuerst den Punkt sagen, dass wir raustelefonieren ist absolut nie ein Thema. Es gibt Telefonie-Schnittstelle, mal schauen, ob ich das auf der Webseite sogar dokumentiert habe. Es gibt eine Kundenumsetzung, jetzt kannst du vielleicht übernehmen, Martin. Ja, also das 3CX im Speziellen unterstützt womöglich TAPI, unterstützt womöglich das Procall-Protokoll, wo man dazwischen muss haben. Da sind fast alle Telefonieanlagen verbunden, und ein Kunde für uns hat in Auftrag gegeben, eine Schnittstelle, die wir auch zur Verfügung hätten. Das ist eine Anwaltskanzlei, die 3CX integriert hat. Also mit Vertec. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist auch so, dass das bei uns auf der Webseite dokumentiert ist. Wenn Sie auf unsere Webseite gehen, da gibt es Add-ons. Wenn Sie nach 3CX suchen, wird das beschrieben und wird auch beschrieben, wie Sie das können beziehen können. Ich mal schnell den Bildschirm wieder teilen. Ich bin jetzt da die Integrationen suchen, bin da bei den Add-ons gelandet, und es gibt den 3CX Connector, wo Sie am besten, wie gesagt, gehen Sie auf den Herrn Martin Fricker los. Er kann Ihnen da die entsprechende Connection von seinem Kunden auch mitteilen. Gut, weitere Fragen? 3.6 war die letzte Frage. Dann würde ich sagen, kommen wir bereits zum Ausblick. Ich teilen hier den Bildschirm nochmal teilen. Wir sind wieder auf der Webseite, bei uns auf der Online-Events für Treuhänder bei uns auf der Webseite. Da haben wir extra eine separate Page gemacht, wo Sie auch die kommenden Events sehen. Rund in einem Monat geht es weiter mit dem Thema Effizienzsteigerung in der Leistungs- und Spesenerfassung, auch von unterwegs. Und dann nach der Sommerferien ist dann geplant, zum Thema treuhandspezifische Kennzahlen, die für die Unternehmensführung relevant sind. Nochmal der Blick auf den Radar. Es sind keine weiteren Fragen mehr im Raum. Ich glaube, dann würden wir schliessen. Von meiner Seite herzlichen Dank fürs Interesse und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Auch von meiner Seite vielen Dank und hoffentlich bis bald. Wiedersehen miteinander. Dankeschön. Adi miteinander.